Einen wunderschönen guten Abend und danke, dass ihr so zahlreich gekommen seid und ganz viel Interesse schon mitbringt. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Mein Name ist Martin Feigen. Ich darf euch jetzt kurz einleiten und euch durch den Abend kurz begleiten. Dr. Hudoba hat uns ganz viel zu erzählen und ganz viel zu geben. Wer von euch beschäftigt sich so mit spiritueller Entwicklung generell? Wer von euch hat so irgendwo den Wunsch oder schon mal davon gehört, auch dieses große Ziel der Erleuchtung zu erreichen? So I asked someone, has someone the goal or heard about the goal to reach enlightenment? And someone said, I don't point to her, it's not possible. Was wäre, wenn es möglich ist, und was wäre, wenn uns jemand ganz viel darüber erzählen kann, wie das möglich wird? Er ist schon seit 50 Jahren auf seiner spirituellen Reise und gerade im Chinesischen hat er ganz viel gefunden, so viel wie wir viele von uns in unserem spirituellen Lehrer Dr. und Master Sha sehr, sehr viel gefunden haben für unseren persönlichen Weg, nämlich den Weg der spirituellen Entwicklung, auch der persönlichen Entwicklung, den Weg der Selbstheilung. Und so sind einige unter uns, die bereits Meditationsgruppen in Graz leiten, die unterschiedliche Ausbildungen leiten, die auch ganz viel mit Kalligrafien machen. Und das wird halt ganz besonders interessant, weil die chinesische Kalligrafie, die Tao Kalligrafie im Besonderen, eine riesige Kraft in sich birgt. Und das werden wir heute spüren können. In China gehört es zur Komplementärmedizin, dass mit Kalligrafien gearbeitet wird. Du findest auf YouTube Videos in China, wo Koma-Patienten nur mit der Hand geführt werden und nach ein paar Monaten wachen sie auf. Und genau diese Themenbereiche und auch wir selbst arbeiten daran, das zu entwickeln, das uns zu unterstützen und auch denen zu unterstützen, die bei uns Hilfe suchen. Und Dr. Hudoba ist jemand, der kommt jetzt aus der Neurochirurgie. Und in der Neurochirurgie und als Forscher und Wissenschaftler hat er so im Herzen drin, er möchte es eben auch in die Welt tragen können, dass die Menschen das auch glauben beginnen und vor allem im Research, also in der wissenschaftlichen Erforschung dessen, warum es funktioniert, auch zu dokumentieren, dass es eben funktioniert, dass man komplementär, ergänzend, begleitend, wundervoll mit Meditation und auch Kalligrafien arbeiten kann. Wir haben in Graz viele schöne Beispiele. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Gespräch mit einer Kundin, wo nicht einmal die Kalligrafie im Raum war. Und sie hat erzählt, ich mag nicht zum Arzt gehen, aber die Nieren tun so weh und ich weiß, das ist ein Nierenstein, die spüren einen Nierenstein. Und ich habe gesagt, okay, dann kann ich dir mal erzählen darüber, wie man mit Kalligrafien arbeiten kann. Und du musst mir versprechen, du musst zum Arzt gehen. Das hat sie versprochen. Wir haben dann weiter über die Kalligrafie gesprochen und eigentlich wollten wir uns in den nächsten Tagen treffen, um so eine Anwendung, so eine Meditation zu machen. Und dann sagt sie, du wirst nicht glauben, der Stein ist weg. Und so haben wir viele, viele schöne Beispiele, wo das Üben, das Meditieren, die Mantren, das Arbeiten mit den Kalligrafien eine wundervolle Unterstützung ist. Ich freue mich, dass Dr. Hudoba aus Kanada gekommen ist zu uns, einen langen Flug hinter sich hat, danach gleich weiterreist nach Barcelona, morgen, übermorgen noch ein Wochenende mit uns verbringt. Und er hat das erreicht, was, ja, er wird sich selber erzählen, was er erzählen möchte, aber und vieles möchte ich einfach gar nicht noch aussprechen. Aber wenn jemand viel auf seinem spirituellen Weg erreicht hat, dann ist er es. Man spürt, wenn er in die Präsenz geht, wenn er uns seine Liebe, sein Licht schenkt, dann ist ein Licht da, wie das niemand anders in Europa auf die Beine stellen kann. Hallo Gerhard. Dann ist eine Kraft da, wie ganz wenige auf dieser Welt es schaffen. Und das ist eben das Zeichen der wirklich fortgeschrittenen spirituellen Entwicklung, ein Lichtfeld aufzubauen, Licht in sich zu haben, das einfach verzaubert, das vieles heilt, allein in der Präsenz. Und deswegen freuen wir uns schon auf das kommende Wochenende, wo wir 2 Tage mit ihm verbringen. Heute den freien Abend. And now I'm stopping, now it's your place. We are so happy that you're here. Welcome all of you. I am very happy to be in Oostenrijk
Herzlich willkommen, ich bin sehr froh, hier in Österreich zu sein. I have no idea what Master Martin was talking about, Keine Ahnung, was Master Martin vorher über mich erzählt hat, but because you didn't run out of the room, everything okay. aber ihr seid alle sitzen geblieben, also wird es schon in Ordnung gewesen sein. So, really we'll do something, huh? We start right away with calligraphy. Und wir beginnen gleich mit der Kalligrafie. I think I heard that you mentioned some word calligraphy. Yeah? Yes, What did you say about calligraphy? it has a special power in that there is a tradition, that is a complementary medicine already established in China, that they're using it, and that you are doing a wonderful research to prove and to show why it works. Okay, so, okay. This word means light. Guang Dieses means Wort light. bedeutet Licht, Guang. The guang, the light, is the purest energy. Und Guang, das Licht, ist die reinste Energie. Everything in the universe is filled with energy. Und alles im Universum ist mit Energie gefüllt. We are in energy field all the time. Wir befinden uns ständig in einem Energiefeld. If I let this paper go down, Wenn ich diese Serviette fallen lasse, why it goes down? warum geht sie runter? Because there is a gravitation energy that will bring it down. Weil es gibt die Erdanziehung und die bewirkt, dass sie nach unten geht. We don't see that energy, Wir können diese Energie nicht sehen, we can't touch it, wir können sie auch nicht angreifen, but try to go up. aber versucht zu schweben. And you will know that energy exists. Und ihr werdet merken, da gibt es eben diese Energie. So there is energy coming from the sun all the time. Es gibt auch eine Energie, die ständig von der Sonne zu uns There kommt. is energy coming from the earth going up. Und es kommt auch Energie von der Erde, steigt zu uns hoch. And we are in this energy field. Und wir befinden uns in diesem Energiefeld. Our body is filled with energy. Unser Körper ist mit Energie If gefüllt. you touch somebody, it feels warm. Wenn du jemanden angreifst, dann ist er warm. That warm is the thermal energy. Und diese Wärme ist eben die Thermoenergie. If you fight and someone punch you, then that's a kinetic energy. Und wenn du kämpfst und jemand haut dir eine rein, dann ist das kinetische So Energie. it's inside us, yes? Also Boom. die Energie ist in uns We drin. can push that energy out. Und die Energie können wir nach außen So there are pushen. all sort of different energies in our body. Also es gibt verschiedene Formen der Energie in unserem Körper. Our health depends on how good our energy is. Und unsere Gesundheit hängt eben davon ab, wie gut unsere Energie ist. It depends how clean our energy is. Es hängt auch davon ab, wie rein unsere Energie ist. And it also depends how well our energy can flow through the body. Und es hängt davon ab, wie gut die Energie in unserem Körper auch fließen kann. These two main issues, how good, how pure our energy is, how freely energy can flow. Und diese beiden Dinge eben, also wie rein unsere Energie ist und wie gut sie fließen kann. And the third one, how much energy we have. These three, on these three depends how healthy we are. Und die dritte Sache ist eben, wie viel Energie haben wir, und von diesen drei Dingen hängt eben unsere Gesundheit ab. Our food is the source of energy. Nahrung ist zum Beispiel eine Energiequelle für uns. If we eat the healthy food, then we are healthy. Wenn wir gesunde Nahrung zu uns nehmen, dann sind wir auch gesund. So if we eat healthy energy,
we are healthy. Wenn wir gesunde Energie essen, dann sind wir gesund. And there are many other details I'll talk later. Und da gibt es natürlich viele andere Details, aber mehr davon später. There are techniques how we can replenish our energy. Und da gibt es auch Techniken, wie wir unsere Energie wieder auffüllen können. How we need to replenish our energy. Warum müssen wir unsere Why? Energie wieder auffüllen? When we are young, little, then we have a lot of energy. You may see children running around all the time. Also wenn wir klein sind, dann sind wir voll von Energie. Kleine Kinder, die rennen den ganzen Tag herum. When we are old, we walk slowly. Yeah, we take a nap through the day. Und wenn wir dann älter werden, dann gehen wir etwas langsamer und dann halten wir gerne ein Mittagsschläfchen, Because we don't have enough energy. weil wir nicht mehr genug Energie haben. I was already young person when I start to be interested in energy. Also ich habe mich schon als junger Mensch für diese Techniken zu interessieren begonnen. My father wanted to dig a well in our property. Mein Vater, der wollte einen Brunnen graben auf unserem Grundstück, In a case there is not enough water, so we have a water in the property. sodass in dem Falle, dass nicht genug Wasser da ist, wir einfach auf unserem Grundstück Wasser haben. And he brought a man who know how to find where is the water. Und dann hat er einen Mann kommen lassen, der ihm wusste, wie man dieses Wasser jetzt findet. I don't know if you have that in Austria. Yes. That you have these rods like this, and they walk Yes. and then find the water. Yeah? Also wir haben das ja auch in Österreich, eben das Routengehen. Good. How do you call that person? Pendel. Die Route, Routen. ja, Geher. Ah, the route again. Okay. So how it worked? He was going like this, and it went down. So his assistant put a little wooden stick in the ground. Und es hat eben so funktioniert, er ging mit dieser Route und irgendwo, wumm, ging die runter zur Erde und sein Assistent hat dort einen Stecken in die Erde gehämmert. And then, so he was walking like this, made a row, and then walking like this, made another row of the sticks. Und er ging eben auf der einen Seite und hat dann eine Reihe nach eben diese Stöcke in die Erde gesteckt, dann kam er von der anderen Seite und es war dann quasi so eine Kreuzung. And where they met, he said, there will be water 16 meters down. Und genau eben, wo die beiden Linien sich getroffen haben, hat er gesagt, 16 Ja. Meter in der Tiefe, dort ist das Wasser. I get 400 kronen. 400 Kronen bitte. Okay, so that's in my country always happy. Work was done, then Papa and the man have a schnapps. Yeah? So war das bei uns, die Arbeit war verrichtet und dann mein Vater und die Arbeiter haben dann eben den Schnaps gekippt. It's always like that. So, while they were having schnapps, I took those rods. Und als sie eben den Schnaps getrunken haben, habe ich die Route geschnappt. And then I go, whoo, went down. Und dann war das bei mir ganz gleich, also irgendwo plötzlich, wumm, hat die Route nach unten So I gezeigt. realized I have the ability to feel energy. Und da habe ich eben erkannt, dass ich auch diese Fähigkeit habe, Energien zu spüren. So right away I made my own rods and I try on my mother. Und dann habe ich mir quasi eine eigene Route gebastelt und ich habe das bei meiner Mama dann ausprobiert. And I go and suddenly went down. Und ich bin mit der Route so entlang runter und plötzlich, wumm, ging die Route nach unten. I don't remember which area it was, knee or the gallbladder. But it went down, I asked her, do you have a pain here? She said, yeah. Ich weiß nicht mehr genau, wo es war es bei der Galle, war es beim Knie, aber dort, wo die Route runtergegangen ist, habe ich sie gefragt, tut dir da was weh? Und sie sagte ja. So I started to my career as an energy doctor. Da begann meine Karriere als Energiearzt. I learned many different things. I learned acupuncture, I learned energy, how to give energy. Ich habe viele verschiedene Dinge gelernt, Akupunktur, ich habe gelernt, wie man auch Energie übertragen kann. And I wanted to learn. I was very successful acupuncturist. I put needle, psh, one needle, psh, another needle. People right away very happy. Ich war sehr erfolgreich mit der Akupunktur. 1, 2, 3 Nadeln und den Menschen ist es sehr gut gegangen. But I was always very tired when I did acupuncture.
Aber ich war danach immer sehr müde, wenn ich das gemacht habe. And I realized when I do acupuncture, the patients suck me. They suck my energy. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass wenn ich die Akupunktur mache, die Menschen irgendwie meine Energie mir aussaugen. So I had to stop acupuncture Und da musste ich aufhören mit der Akupunktur, because I didn't know the technique, how to make my energy strong. weil ich damals keine Techniken hatte, wie ich meine eigene Energie hochhalten kann. So finally, I met a Qigong teacher who taught me Shaolin two-finger Zen. Und irgendwann habe ich dann einen Tai Chi Lehrer gefunden und der hat mir dann eine Technik gezeigt, das Shaolin mit zwei One finger Zen. Zen. Ein Zen. Finger Zen. One finger Zen, yeah. So the idea is that you build a very powerful energy in the body, and you can make it like a spiral flowing, and then with one finger you can shoot the energy. Und die Idee dahinter ist, also man bildet ein sehr starkes Energiefundament, bringt das dann in Spiralen zum Aufsteigen und kann es dann über einen Finger sozusagen nach außen übertragen. So the Shaolin masters, they use an energy when they fight and then they hit somebody, they from palm shoot energy out like a blade. Und diese Shaolin-Mönche zum Beispiel, also wenn die diese Kampfübungen machen, dann haben sie über diesen Akupunkturpunkt in der Handfläche, pushen sie die Energie nach außen und so machen sie eben den Schlag. Yeah, so when they do this in the heart, they can kill. Just one move. So ein Schlag aufs Herz und damit können sie jemanden auch umbringen. But this man was teaching us not for fighting, he was teaching us for healing. Dieser Lehrer hat uns das aber nicht fürs Kämpfen beigebracht, sondern für die Heilung. So I would take the wooden stick to clean the teeth. I don't know how you call it. Zahnstocher? Zahnstocher? Zahnstocher. So you would take a Zahnstocher, put about the acupuncture point and shoot the energy in. Aha. You don't even touch the skin. Like flows inside. Und dann hat man eigentlich nur, ich habe dann mit einem Zahnstocher hat man einfach diesen Akupunkturpunkt berührt und damit die Energie in diesen Punkt übertragen. So I had to develop very strong chi and then it was like a and patients actually could feel like something stabs them. Yeah, the chi is so strong. Und ich musste eben eine sehr starke Energie aufbauen und entwickeln und habe dann die Leute einfach mit diesem Zahnstocher behandelt und die Leute haben wirklich gespürt, dass da sehr starke Energie dahinter steckt. So this was a great improvement for me because I could do acupuncture I don't even touch the first person. Und das war für mich eine tolle Verbesserung, denn ich konnte wieder Akupunktur machen, aber ohne, dass ich die Leute richtig damit berühren musste. It took about 5 years to learn the whole technique. Und es hat circa 5 Jahre gebraucht, all das zu lernen. But then I met my dear beloved teacher, Master Shah, in 2000, 19 years ago. Und vor 19 Jahren, im Jahr 2000, habe ich meinen geliebten Meister und Lehrer Master Shah getroffen. And we are discussing his system, and he told me this one where you give energy from the body it's good, but it still can be even better than that. Und wir haben dann über sein Akupunktursystem gesprochen und er hat gesagt, so wie du das machst, das ist schon ganz gut, wenn du die Energie von deinem Körper übertragst, aber es gibt noch weitere Verbesserungsmöglichkeiten. The best when you bring the energy from the source and directly to the patient. Das Beste ist, wenn du die Energie der Quelle direkt zum Patienten übertragen kannst. So then you don't need to give your own. From source you can bring unlimited amount of energy. Dann musst du nicht mit deiner eigenen Energie arbeiten und aus der Quelle kannst du unbegrenzt Energie übertragen. And you can do it on the distance. Und das kannst du sogar über die Ferne machen. Several months ago my son was finishing PhD. He had to do lots of work. Vor ein paar Monaten hat mein Sohn sein Doktorat abgeschlossen, hatte sehr viel Arbeit. And he called me that he just can't function anymore. Und er hat mich angerufen und gesagt, er kann fast nicht mehr weiter. He was so drained, couldn't focus, I just couldn't function. Er war so ausgelaugt, konnte sich überhaupt nicht mehr fokussieren, hat nicht mehr funktioniert. So I connect to the source, like a lightning to him.
Und das war dann, ich habe mich mit der Quelle verbunden und quasi wie ein Blitz habe ich ihm über die Distanz Energie übertragen. Right away, okay, and was like a machine going on until finished everything. Und es ging ihm augenblicklich besser und wie eine Maschine hat er eigentlich dann alles Papa bis is zum very Schluss proud. durchgemacht. Und ich bin ein stolzer Papa. Incredible. It's just boom, 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 boom. Unglaublich, also er hat das dann voll durchgezogen. So all of us, this weekend, I will teach these techniques, how to connect to the source and energy. Und dieses Wochenende werde ich eben diese Techniken auch lehren, wie wir uns mit der Quelle verbinden können und die Energie runterbringen You können. feel a little warmer right now? Schon jetzt, bis es wärmer wird, ja. Yeah, right away, flash kick. Okay, so this is a sign of the Guan. Und das ist eben das Zeichen Guang. When our teacher showed us, it's not necessarily only painted calligraphy. Und unser Lehrer hat uns eben gezeigt, es ist nicht notwendig, dass wir diese Kalligrafie auch selbst schreiben. It is enough just to follow calligraphy, trace it. Also es genügt auch, wenn man dieser Kalligrafie, diesem Strich folgt und sie nachzeichnet. Okay, close your eyes. I will bring the chi to all of you. Und schließt jetzt bitte alle die Augen und ich werde jetzt das Qi zu euch allen bringen. That's the first. We open. Das Close ist your das eyes. erste Relax. und wir öffnen jetzt. The calligraphy Guan, calligraphy Guan, Die Kalligrafie Guan brings the chi from the source. bringt das Qi der Quelle, Fill all of us as appropriate. fülle uns alles so, wie es angemessen ist. Okay, close your eyes. Schließt bitte die Augen. Da Guan, 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 Dao 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 Guan. How? How do you feel? Wie fühlt ihr euch jetzt? Pardon? Warmer. Normal. Oh, that's good. How do you feel? First a little bit dizzy Dizzy. and then lighter. Why did you feel dizzy? The energy was so intense. So intense, huh? Wow. My whole body, so much. I felt a lot. Also in meinem Körper geht die Energie jetzt rauf und runter und ich spüre die Energie sehr stark und Martin war es anfangs etwas schwindlig und dann leichter. Yeah, we will practice more. We will practice more. This is just to explain to you. In the body, our energy flows. Also wir werden noch mehr davon üben, aber was
passiert in unserem Körper? Zur Erklärung fließt Energie. Our energy flows in so-called meridians. Unsere Energie fließt in sogenannten Meridianen. So there are the meridians are connected together and they create circles. Die Meridiane sind alle miteinander verbunden und bilden Kreisläufe. So when we connect these two meridians, these two, this one is called Renmai. Wenn wir diese beiden Meridiane miteinander verbinden, der vordere, der nennt sich Renmai. Renmai. This one is called Dumai. Und der hinten heißt Dumai. This one is called Jongmai. Und Jongmai in der Mitte des Körpers. Yeah. So when we connect these two, the Renmai and Dumai, that is then called Xiao Zhou Tian. Xiao Zhou Tian. Wenn wir eben Renmai und Dumai miteinander verbinden, entsteht ein Kreislauf, den nennen wir Xiao Yo Tian. Xiao Zhou Tian. And so Xiao Zhou Tian means small heavenly circle. Das ist der kleine himmlische Kreislauf. Small heavenly circle. Energy in the circle flows either this way up and this way down. Und die Energie in diesem Kreislauf kann entweder vorne hoch und hinten runter steigen. Or we can flow it also other way. Oder auch umgekehrt, hinten rauf und vorne wieder runter. If we flow it the other way, it is for the long life. Wenn wir sie hinten aufsteigen lassen, vorne runter, dann ist das für ein langes Leben. If we flow it this way, it is for the health. Und wenn wir von vorne rauf, hinten runter, dann ist es für unsere Gesundheit. Our teacher teaches us to do exercise few moments this way, few moments other way. Unser Lehrer lehrt uns, dass wir ein paar Mal in die eine Richtung, ein paar Mal in die andere Richtung kreisen lassen. That is also very important to run energy in the Jongmai. Es ist aber auch wichtig, dass die Energie im Jongmai gut fließt. And also you can run it this way or the other way. Und auch hier kann sie entweder nach oben oder von oben nach unten fließen. One way or another. Is it working? Good. So this we will keep one day, and all of those records we will take down. Okay? Also für einen Tag werden diese Videos online bleiben und dann werden wir sie wieder entfernen von Facebook. The energy is stored in the body, in the energy centers. Und die Energie ist im Körper in den Energiezentren gespeichert. Lower Dantian, basic center, upper Dantian. So there's middle Dantian, so this upper Dantian here, middle Dantian here, and the lower Dantian here. Also wir haben hier ein sogenanntes oberes Dantien, ein mittleres Dantien und hier das untere Dantien. Dantien is an energy field. Dantien, das ist ein Energiefeld. Lower energy field, middle energy field, upper energy field. Das untere Energiefeld, das mittlere und das obere Energiefeld. So tonight, boy, it's so hot. Energy still just keep coming. So what we can do, rather than too much talking, I was talking first lecture, now we practice, yeah? Also, und es ist ja schon sehr warm hier und auch wenn ich weiter spreche, dann fließt diese Energie weiter. Ich habe heute schon einen Vortrag gehalten und jetzt möchte ich eigentlich gern mehr mit euch üben. So I will teach you now how we bring energy from the source. Und ich möchte euch jetzt gern beibringen, wie ihr die Energie von der Quelle holen könnt. So we bring the purest energy, and the purest energy is light. Und wir bringen ihm die reinste Energie und die reinste Energie ist Licht. There are several ways how we do it. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie wir das machen können. We do it with the calligraphy and we do it with the chanting.
wir machen es mit der Kalligrafie und wir machen es auch über das Chanten. Okay. Each of these centers has a sound, has a mantra. Und also jedes dieser Zentren hat einen bestimmten Klang, ein bestimmtes Mantra. We try the exercise. Wir probieren gleich die Übung aus. Every sound, the sounds which are chosen are not arbitrary. They are not by chance. Und all die Klänge, und wir probieren sie aus, die sind nicht zufällig so gewählt. I remember I was 2007. I gave the speech in the Congress. It was a World Congress of Consciousness, spirituality and society in Winchester University in England. Und ich habe, when was it? 2007. 2007 habe ich einen Vortrag gehalten bei so einer Konferenz. Was it a I'm sorry. Konferenz, ja. Bei einer Konferenz über Spiritualität und Gesellschaft. Das war in England, Winchester. And I was teaching the exercise which I show you. Und da habe ich auch diese Übung gelehrt, die ich euch jetzt auch zeigen möchte. And the one lady asked me, she was a professor from one university in England, professor of theology in the university. Und eine Theologieprofessorin, sie war an einer Universität in England, Professorin, hat mich Folgendes gefragt. And she asked me, so, you know, I am Christian, I am teaching the Christian theology. How can I connect with this mantra? It's from India or from Tibet. Und sie hat gesagt, weißt du, ich bin Christin und ich lehre christliche Theologie und wie kann ich mich jetzt mit diesem Mantra, das aus Indien oder wo kommt, verbinden? So there are two ways to look at it. The first one is to put your hand on the chest here. Also es gibt zwei Arten, wie man das betrachten kann. Das erste ist, legt mal jetzt eine Hand so auf euren Brustkorb. And say, This is good group. Beautiful. Did you feel vibration in your palm? Habt ihr Wenn gespürt, ihr dass sagt, es vibriert, wenn ihr A sagt? One more time. Nochmal. Do you feel vibration? Spürt ihr die Yes. Schwingung? Put here on the back of the head Und nehmt die Hand noch an den Hinterkopf. and say Do you feel vibration? Spürt ihr die Schwingung? Nein. No. You feel here, but you can't feel here. Also hier spürt ihr sie, aber da oben spürt ihr sie nicht. Okay, put your hand back here Jetzt nehmt die Hand nochmal nach oben. and say Do you feel vibration? Spürt ihr jetzt eine Schwingung? Oh, Beautiful. Sehr gut. Oh, put the palm here. I say. Where do you feel more vibration? Here or here? Wo habt ihr jetzt mehr Schwingung gespürt? Oben oder unten? Try. Definitely better E than R on the head. Yes? Am Kopf ist definitiv I besser als das A. Put Ja. here. Which one you feel more? Wo spürt ihr mehr? R. R. Okay, so that's why in the tradition, when we are chanting E, it's for the illness in the head. When we are chanting R, it is for the illness of the chest. R vibrates these cells.
E vibrates, discharge. Und darum in dieser Tradition, wenn wir im I chanten, ist es für die Heilung, für Erkrankungen im Kopfbereich. Wenn wir A chanten, ist es für Heilung im Brustkorbbereich. It's not just by chance. These sounds have a precise effect on the part of the body. Also das ist eben nicht zufällig gewählt, sondern diese Klänge haben wirklich eine ganz präzise Auswirkungen auf bestimmte Bereiche unseres Körpers. So what we do, I will show you first exercise. You don't do it alone. Also ich werde euch jetzt eine Übung zeigen, aber zuerst bitte nur zuschauen und macht das jetzt bitte nicht auch alleine. The same for our friends on webcast. I'm not just showing you, you go home and do 4 hours to feel great. That's dangerous. Okay, also das ist jetzt nicht gedacht, auch für die Leute, die im Webcast zuschauen, dass ich euch das jetzt einfach zeige und ihr geht heim und übt es stundenlang, macht das bitte nicht. Das kann sich auch sehr nachteilig für euch auswirken, das ist gefährlich. If you want to do this, you need to come to Master Martin and do it under supervision for a few weeks. And then you can do alone. Wenn ihr das machen wollt, dann kommt zu Master Martin, macht das unter seiner Anleitung für ein paar Wochen und dann könnt ihr es alleine praktizieren. So today is only demonstration, you understand, yes? Also heute ist es nur eine Demonstration, habt ihr das alle verstanden? Ja? So you put feet together, hands very gently aside and relax your shoulders. Also die Füße sind zusammen, die Arme hängen ganz entspannt zur Seite, die Schultern sind entspannt. Then put feet apart so they are width of the shoulders. Dann öffnen wir mit einem Schritt, aber bitte bleibt noch sitzen und einfach zusehen. Mit einem Schritt öffnen wir und stehen dann die Füße schulterbreit voneinander entfernt. Then gently bend your knees. Dann beugen wir sanft die Knie. And lift up the palms like this. Und heben die Arme in diese Position. One palm below the belly button, one palm above the belly button. Eine Hand befindet sich oberhalb des Nabels, eine Hand befindet sich unterhalb des Bauchnabels. If you have high blood pressure, you need to do it like this. The top one head face down. Wenn ihr Bluthochdruck habt zum Beispiel, dann dreht ihr bitte die obere Hand, dass die Handfläche nach unten weist. This is a little bit more powerful, but if you have a high blood pressure, you need to really do it this way. Wenn die Handflächen nach oben schauen, ist es kraftvoll, aber wenn ihr wirklich Bluthochdruck habt, bitte die Handfläche, die obere nach unten. And we are going to chant the sounds. Und wir werden jetzt folgende Klänge chanten. For the upper dantian, upper energy field, it's Wong. Für das obere Energiefeld, den oberen Dan, chanten wir den Klang Wong. For this one is R. R für den mittleren. And for this one is Hong. Und Hong für das untere Dantian. Hong. Hong are home. I already wrote a little bit so people can notice. Okay, so please everybody stand up. So, jetzt stehen wir alle auf. In first session, 2 hours ago, somebody told me the melody is too different. It's hard to follow. Im ersten Vortrag, den ich gehalten habe, hat jemand gesagt, oh, die Melodie, die ist zu kompliziert, da kann man nicht gut mitsingen. So I decided for this evening we use a very simple melody. Und deshalb habe ich für jetzt beschlossen, dass wir eine ganz einfache Melodie wählen. Okay, hands up like this. Let me do it first time myself. Und lasst mich euch zuerst mal zeigen. Ich mache es jetzt erst alleine. You just listen. Wong ar hong. Can you make this melody? Yes. Schafft ihr diese Melodie? Simple enough? Alright. So, all of us together. Alle gemeinsam. Deep breathe. Tief einatmen.
sit down. Bitte nehmt wieder Platz. Can anyone share what you experienced? We did only a few times. Wir haben das jetzt nur ein paar Mal gemacht, aber kann jemand mitteilen, was er gefühlt hat jetzt? Anyone want to say? Sehr viel Wärme. A lot of heat. A lot of heat. Okay, good. Heat. Oh, No, really, I must go. It's too hot. too hot. Oh, For me, I just speak for me. it's a lots of energy. That's good for you. The power is coming. This is healing everybody. Also es ist sehr viel Energie und die Energie ist aber gut für euch. Die beginnt euch auch, also die heilt euch auch, die Energie. Die beginnt zu fließen. Okay. Thank you for coming, my dear. Danke fürs Kommen. Thank you for visiting here. Okay. So what we do now, we will connect. Thank you for coming to visit us. We connect now with the symbol for the energy. Was wir jetzt machen, wir verbinden uns jetzt mit diesem Symbol für Energie. And we ask this energy, so connect us to the source, so even more energy comes. Und wir bitten auch dieses Symbol, dass es uns jetzt mit der Quelle verbindet, dass noch mehr Energie, noch mehr Licht zu uns kommt. Because some of us are already advanced age. Manche von uns sind ja schon in einem etwas fortgeschrittenen Alter. Somebody are working very hard. Manche arbeiten sehr viel Someone have some illness which is not easy. und manche sind vielleicht auch krank und das ist auch nicht einfach. Some may be emotionally upset, angry or grief or sadness. Manche sind vielleicht emotional ein bisschen aus dem Gleichgewicht, mit Ärger, Traurigkeit. And somebody can everything. Und manche haben alles, von allem etwas. So, all of that is eating our energy. Und all das zehrt an unserer Energie. Oh, we are just going to even warm it up even more. Don't worry about it. Okay, the source, please bring up the energy. We are extremely honored to receive. Die Quelle, bitte bring uns nun die Energie und wir sind sehr dankbar, sie zu empfangen. Now, the little secret. This is secret already. But when you are chanting Wong, focus on your head. R, focus on your chest. Om, focus on your belly. So first focus on this energy center, this energy center, this energy center. Und ein weiteres Geheimnis jetzt, also wenn wir diesen Klang machen, Wong, R, Hong, bei Wong fokussieren wir uns auf das obere Energiezentrum, Everybody stand up. dann auf das mittlere und bei Hong auf das untere. Bend your knees, bend your knees. Beugt eure Knie. Deep inhale. Tief. Say in German, deep inhale. Tief einatmen. Tief Tief einatmen. 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 Ja? Ja. Tief einatmen. Tief einatmen. Tief einatmen. Deep inhale.
Shake body, shake. Schütteln. Wonderful. Please sit down. Und nehmt wieder Platz. Okay. How do you feel? What? Warm? What else? Happy? Good? What else? Pardon? Refreshed. Refreshed. Energy is flowing. Energy is flowing. Energie fließt. I have my best body therapist with me. Aha. And usually I feel it when he is treating me. But now I feel it also with this exercise. Oh, wonderful. Also Martin hat hier seinen Lieblingskörpertherapeuten und so fühlt er sich sonst, wenn er von ihm behandelt wird und jetzt eben auch während dieser Übung. Yeah, my whole body is wet. I'm sweating everywhere. Also mein ganzer Körper ist nass, ich schwitze am ganzen Körper. I am so warm, so pleasant, and everything is loose. Mir ist ganz heiß, aber es ist auch sehr angenehm, weil alles ganz locker ist. Because I have been doing these exercises for many years. Ich mache diese Übung schon seit vielen Jahren. So that's why I do only short time, and right away I'm refilled. Und deshalb, auch wenn ich es jetzt nur ganz kurz mache, spüre ich, wie es mich gleich wieder anfühlt. Yeah, I came from Canada yesterday evening, afternoon 5 o'clock I arrived to Vienna. Ich bin gestern aus Kanada angereist, um 5 am Nachmittag bin ich in Wien gelandet. Then from Vienna airport, master drove me to the venue, to the bookstore. Von dort direkt hat Master Martin mich nach Graz in die Buchhandlung geführt. So then we teach 2 hours. Dort habe ich 2 Stunden unterrichtet. After workshop we go to hotel and have a meeting. Nach dem Workshop ging es noch weiter ins Hotel, da war noch ein Meeting, How to plan our weekend, and the next week. wie wir das Wochenende planen und die Termine nächste Woche einteilen. In airplane when I was coming I couldn't sleep. Im Flughafen, also im Flugzeug, als ich hergekommen bin, da konnte ich nicht schlafen. Oh, that was no details necessary. It was interesting night. Keine weiteren Details, es war eine interessante Nacht. I had a seat next to washroom, so noise and banging doors and all of that. Oh man. Mein Sitzplatz war direkt neben dem WC und da ging immer die Tür auf, zu, es war laut und Ja. so weiter. This was unique. Other time was the baby. The whole night. Das Right war in front of me. der erste Flug und beim zweiten Flug war dann ein Baby, das hat die ganze Nacht durchgeschrien, direkt vor mir. So I went to bed at midnight. I still called to America, talked to my wife, and we need to do advise her some issues. So I went to bed midnight. Also ich bin dann gestern um etwa Mitternacht ins Bett, habe dann auch noch mit zu Hause telefoniert, mit meiner Frau gesprochen und ja. So I was basically 26 hours no sleep. Like, Also mehr oder Right. weniger habe ich 26 Stunden, war ich durchgehend wach. and I went to sleep about 7 hours, wake up and start to work computer on my research. Und ich habe dann etwa 7 Stunden geschlafen und in der Früh bin ich gleich zum Computer, weil ich für unsere Forschungsarbeit noch Then weitergearbeitet Master habe. Martin comes, we have a soupe and a little talking. Dann ist Master Martin gekommen, wir haben Suppe gegessen und uns unterhalten. Come here and keep going. You know? Hierher und dann geht es schon weiter. And so no excuse. I just need to go. But so much energy. Und da gibt es auch keine, es soll jetzt keine Entschuldigung für irgendwas sein, aber so geht es ihm weiter und es ist so viel Energie da. So already second lecture today. Yeah, 4 o'clock first, now second. Und das ist jetzt schon der zweite Vortrag heute, um 4 Now, war der erste. why is that? We finished first one, so I talked to very nice people. Warum? Also wir haben im ersten aufgehört, hatten eine Pause, ich habe mich mit sehr netten Menschen unterhalten. And then about 15 minutes to start, I went to the other room and I did Qigong. Und 15 Minuten bevor wir hier begonnen haben, bin ich ins andere Zimmer und habe dort Qigong-Übungen gemacht. Different kind of energy exercise. Etwas andere Energieübungen Refill right away. Here I am, ready to go. und da bin ich wieder aufgefüllt und bin wieder da und kann And so weitermachen. how is it possible that I can carry on like this? Und wie ist es jetzt möglich, dass ich immer so weitermachen kann? Because I know how to refill myself very quickly from the universe. Weil ich einfach weiß, wie ich mich selbst aufladen kann mit der Energie des Universums. May I share something? Yes, please. Vielleicht wissen Sie es. Also wer kennt Laozi? Die meisten von uns. Laozi hat auch einen Lehrer gehabt, Hong Su.
der Stern der Langlebigkeit, der dokumentiert mehrere hundert Jahre alt geworden ist. In der chinesischen Tradition ist es üblich, dass du Wissen von Lehrer zu Schüler weitergibst. Diese Linie von Lao Tse und des Lehrers von Lao Tse gibt es bis in die heutige Zeit. Und Dr. Master Peter Hudoba ist der 374. Linienhalter der Lehre des Lehrers von Lao Tse. Und von dort kommt dieses ganze faszinierende Wissen. Das ist einmalig was. Translate. He said we all know. Oh, okay, I know. Everybody is still sitting, so it's good. 374. So when we, I will a little bit of science. So, jetzt ein kleiner wissenschaftlicher Teil. This is Y and this is X. You know this graph Ihr principle? kennt dieses Diagramm, das ist die Y- und die X-Achse. So here are how many years? We are a newborn, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Also da geht es jetzt um die Lebensjahre. Wir kommen auf die Welt, 0, dann 10, 20, 30 und so weiter. Das sind die Lebensjahre eingezeichnet. And so when we are born, here is 100%, Und hier oben ist 100%. 50%, 25%, 75%, yeah? So. So that's our energy, how much energy we have. Das ist unsere Energie, wie viel Lebensenergie wir zur Verfügung haben. So when we are born, we have 100%. Wenn wir zur Welt kommen, haben wir 100%. You have seen the little children, they just keep running around all the time. Und ihr habt die kleinen Kinder gesehen, die ganze Zeit laufen sie herum. They have so much energy. Die haben so viel Energie. And older people, they are walking slow, you know, they take it easy. Ältere Menschen, die bewegen sich dann eben schon langsamer, Because we are slowly, you know, we are slowly going down with our energy. weil langsam die Energie abnimmt. And finally, when there's no energy, we die. Und irgendwann ist keine Energie mehr da und dann sterben wir. So that's inevitable. Everybody goes like that. Also das ist unvermeidbar, also irgendwie geht es uns allen mal so. Some people may be staying longer and then down, but you know, that is, everybody is something like this. Yeah. Also manche halten vielleicht länger die Energie hoch, aber irgendwann geht sie auch runter. Old Taoist masters, they found thousands years ago. This is one key information. Und die alten Tao-Meister, die haben vor tausenden Jahren etwas herausgefunden, das ist eine ganz wichtige Information. Okay, you go down, you are 20 years old, you go down already, but 70, 80%. Also wenn du 20 bist, bist du schon runter auf etwa 80, 70%. But you can refill. Aber du kannst es wieder auffüllen. Then you go down, Dann geht es wieder ein bisschen runter, but you again refill. aber wieder füllst du dich neu You, auf. you practice, and then you just keep going like this. Und das übst du und dann kann es eben lange so dahin gehen. Simple. Einfach. So instead of crashing down over the life, slowly declining, you just keep refilling every day. Und anstatt dass es quasi steil nach unten geht, füllen wir uns täglich und täglich wieder auf. This is the most simple explanation. It's a very complex issue. Das ist hier natürlich die einfachste Erklärung, aber es ist ein recht komplizierter Vorgang. But this is a principle. Aber ein wichtiges Prinzip. Like for me, the tired is not a word. You know, I maybe a little tired, boom, right away Qigong, whatever, I know different styles of Qigong. I refill myself and just carry on. Müdigkeit ist zum Beispiel für mich jetzt kein großes Thema, weil wenn ich merke, dass die Energie nachlässt, dann mache ich Übungen. Ich habe verschiedene Qigong-Stile gelernt und habe dann eine passende Übung bereit. We were on the vacation in June. With me, my son and my wife, we went to a resort to have a, you know, he graduated, did PhD, family went to celebrate. So we have 1 week together. Also im Juni war ich mit meinem Sohn, mit meiner Frau Familienurlaub. Wir waren in einem Ressort. Mein Sohn hat die Universität abgeschlossen und das wollten wir dort feiern. And so what happens, you know, my son didn't see me, he was studying, and I put my t-shirt and I put my Hawaiian shorts.
Yeah. Und mein Sohn hat mich lange nicht gesehen, weil er ja immer auf der Universität war und ich habe dann mein T-Shirt angezogen und meine Hawaii-Shorts. And my son sees this. Mein Sohn hat das hier gesehen. Oh, Dad, you gained the weight. I said, yeah, I'm all the time just behind computer doing research. Und er hat gesagt, No time to work, ja, nothing. Papa, du hast zugenommen. Ich sagte, ja, naja, ich sitze die ganze Zeit am Computer und arbeite eben. And so he said, you need to go to gym. They have a gym in the resort. I need to show you how you can burn your fat. Und dann hat er gesagt, du musst ins Fitnessstudio, da gibt es ein Fitnessstudio im Resort. Ich gehe mit dir hin, ich zeig dir, wie du dein Fett verbrennen kannst. So he put me on the bicycle and cranked it up to 3. He was very gentle, so 1, 2, 3, 10 is maximum. So put on the 3. Er hat mich dort auf so einen Home-Trainer gesetzt, hat es auf Stufe 3 von 10 eingeschalten. Er war ganz nett mit mir. It was utterly boring, absolutely almost. Es war extrem langweilig, kann ich nur sagen. The only thing next to me, my son, so we are talking. Otherwise, I just don't know how to do it 1 minute. I mean, so boring. Gott sei Dank war mein Sohn neben mir, wir konnten uns unterhalten, sonst hätte ich das keine Minute durchgehalten, weil mir das viel zu langweilig ist. So he figured out that there is a movie, and he put me on the Tour de France. Dann hat er herausgefunden, dass es da eben über den Computer so einen Film gibt und dann hat er mich die Tour de France fahren So I lassen. Da hat er sich weiter gelangweilt. And so whatever, he cranked it to 3, and he said, you need to get the heartbeat about 110. Then you start to burn the fat. Und er hat es eben auf 3 eingeschaltet und hat gesagt, du brauchst einen Herzschlag, ungefähr einen Puls von 110, dann beginnst du Fett zu verbrennen. The first day my heart went to 110. Und am ersten Tag war mein Herz auf 110. And we did only 10 minutes. I just refused. It was so boring, I can't do this any Wir longer. haben das für 10 Minuten gemacht, dann hatte ich wirklich genug, weil es war mir einfach wirklich zu langweilig. So we come second day, he cranked it up to 7. Am nächsten Tag sind wir wieder gekommen, er hat das rauf auf 7 gedrückt. And so amazing, on the Tour de France, we are going up the hill already. Und das war unglaublich, weil Tour de France, es geht auch bergauf. And my heartbeat went up to 110 again. Und wieder mein Puls ist rauf auf 110. So we did again 10 minutes and finished. Und Third day, okay. wieder für 10 Minuten und dann Schluss. Und am 3. Tag, Third day we come, he cranked it to 7, we go zzz, 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 zzz. My heart about between 80 and 90. und am 3. Tag wieder das Gleiche. Und er hat es wieder auf 7 eingestellt und mein Puls ist rauf auf zwischen 80 und 90. It took 2 days, my heart adapts to the exertion. Es hat genau 2 Tage gebraucht und mein Herz hat sich an diese Anstrengung angepasst. My son, at the level, he could reach 110, but I was low. My heart was beating low. Bei meinem Sohn ging es rauf auf 110, aber mein Puls war einfach niedriger, Because my heart is so efficient. weil mein Herz so effizient auch ist. In 2-3 days, adapted to exertion. Nach 2-3 Tagen hat sich wirklich an diese Übung, an das Training angepasst. This is like those who are running marathon. They can do that. But it takes a long time to reach the ability of the heart. Das ist bei Marathonläufern zum Beispiel so, aber es braucht eben lang, um diesen Trainingszustand zu erreichen. So my heart was able to do it because I have so much energy. Und mein Herz kann das eben, weil ich so viel Energie habe. So my cells in the heart work very efficient. Und die Zellen meines Herzens, die arbeiten sehr effizient. All my body is like that. Mein, Everything is so efficient. und alles in meinem Körper arbeitet so, alles ist extrem effizient. Now, that's a secret. Und das ist das Geheimnis. I am now older than 60. I can't tell you my exact age. But I am between 60 and 70. Also ich sage euch jetzt nicht, wie alt genau ich bin, aber ich bin über 60, zwischen 60 und 70. I am in the age you don't want to count anymore, you know? In dem Alter, wo man nicht mehr mitzählen mag. But my heart is at age when I was 25. Aber mein Herz ist wirklich in dem Zustand, als ich 25 war. So efficient. And it is because of this. I didn't go down with my energy, I stay here. Und das ist eben das, der Grund, ich bin mit meiner Energie nicht runtergegangen, sondern ich bin hier oben geblieben. So that's only one way to look at it.
The same way I look at it is also how energy flows in the body. Und das ist mal eine Art, wie wir uns das anschauen können. Das zweite ist, wie fließt die Energie dann in unserem Körper? The energy also not only goes down how powerful it is, but also goes down how it is flowing. Also die Energie geht nicht nur runter in ihrer Kraft sozusagen, sondern auch in ihrem Fluss. Der Energiefluss nimmt ab. It keeps slowing down as we are aging. Und auch wenn unser Alter zunimmt, nimmt der Energiefluss ab. And the same way we can increase how the energy flows. There are special exercises to do that. Und auf dieselbe Art, wie wir eben unsere Energie neu aufladen können, können wir auch dafür sorgen, dass die Energie gut fließt. So I will teach you many different things this weekend. Ich werde euch da viele verschiedene Sachen am Wochenende beibringen. Now, where these energy secrets came from, how did we find that out? Und da, wo diese Geheimnisse herkommen, wie haben wir das herausgefunden? This is a big difference between our tradition in Europe and what they have in China. Es gibt einen großen Unterschied in der Tradition, die wir in Europa haben und die aus China. We had that in Europe, but we forgot it. Wir hatten das auch in Europa, aber wir haben es vergessen. I read, I mentioned even today afternoon, when I was little boy, I was totally fascinated by old Greek stories. Und ich habe es heute Nachmittag schon erzählt, als ich ein kleiner Junge war ich ganz fasziniert von diesen alten griechischen Geschichten und Sagen. In those stories are deep spiritual secrets. In diesen Geschichten sind tiefe spirituelle Geheimnisse verborgen. How to practice. Aber wie übt man das? The Greek civilization was one of the most advanced civilizations 2,500 years ago. Vor 2.500 Jahren war die griechische Zivilisation eine der fortgeschrittensten, entwickeltsten. I went to Greece 2005. 2005 war ich in Griechenland. I was totally amazed. They really, what they had, put foundation how we live in the Europe until today. Und ich war wirklich ganz erstaunt, also was für ein Fundament sie entwickelt haben, wie man in Europa lebt, das bis heute anhält. Below Acropolis is a small place, it's called, I think, Agora. Unterhalb der Akropolis gibt es einen kleinen Platz, ich glaube er heißt Agora. And it used to be capital city of the Athens state. Und das war eben quasi die Hauptstadt vom Staat Athen. Rockefeller gave the money so they could restore. They did the excavation and restore it to similar shape it used to be. Und Rockefeller hat Geld gespendet, die haben Ausgrabungen gemacht und haben das alles restauriert, so wie es früher war. They already had like a basement for the building, the fundaments. I don't know how you say German. Ja, Fundament. Also die haben damals wirklich für die Gebäude schon ein Fundament gebaut. So you can see that they had a temple. Und sie hatten da auch einen Tempel. They had a street that were like this, like a very precise several streets you can see there. Und da gab es auch Straßen, sehr präzise angeordnet, das kann man dort auch sehen. They had a canalization. Sie hatten eine Kanalisation. 2,500 years ago. Und das They had a city where there were canalization. Vor 2.500 Jahren hatten sie schon eine Stadt mit einem Kanalsystem. They also had for the water, I don't know, the very simple aqueduct. Sie hatten auch ein sehr einfaches Aquädukt, aber eben für die Wasserzufuhr. There is a city hall. Eine Stadthalle. And there was one wall was like this, and they had the pigeonholes. Und da gab es eine Wand und da waren Löcher für Tauben drinnen. Ja? Well, the pigeon house. You have a different small cubicles for the pigeon. Also in so einem Taubenschlag, da gibt es verschiedene Löcher oder Eingänge für die Yeah. Tauben. So in America, it is called a pigeonhole. Also Like for the male, in the company, you have like this next to each other, like a tubes, yeah. And so everybody gets a male, you put into the one pigeonhole. ja. Okay,
Okay, also das war wie ein Briefkasten, ja, alles klar. In- Also in- da hat jeder sein eigenes Loch oder Rohr gehabt, wo die Post verteilt worden ist. So they had it on the wall, and into this it was cut in the stone. They would put a document with a name, and that way how they kept the registry of the property. Und also die haben da eben Löcher in den Stein gebohrt und in jedem dieser Löcher war eben wie ein Dokument mit einem jeweiligen Namen und so war jeder registriert, der dort in dieser Stadt gelebt hat. So many of these things which, not many, everything what I see in the city, we are still using across the Europe. The principle. Ja. Und die Prinzipien, alles was ich dort gesehen habe, ist das, was wir letztendlich auch heute noch so verwenden, im Grundprinzip. I asked that lady that I heard the story. So we went to Acropolis. We saw that, then we went to Acropolis with my son, my wife to look around. Also wir haben uns das angeschaut und dann bin ich mit meiner Frau und meinem Sohn die Akropolis hoch und haben uns dort umgesehen. When we came up, we were greeted by a young lady who explained to us that she studies archaeology at university, and in the summer she makes money to make tours around. Und wir wurden oben von einer sehr netten jungen Dame begrüßt, die Archäologiestudentin war und gesagt hat, sie verdient sich im Sommer was dazu und führt die Leute dort herum. So I asked her, I told her when I was young, I read the story that Acropolis was actually a temple of Athena. Und dann habe ich ihr gesagt, dass als ich jung war, eben eine Geschichte gelesen habe, dass die Akropolis der Tempel von Athena. Athene, was a goddess Ja, of the genau. war and art. Also der Tempel der Athene war eben die Göttin des Kriegs und der Künste. And that's why the city is now called Athens. Und darum heißt die Stadt jetzt auch Athen. And I asked the woman, and I said, in Acropolis was like a nuns. They lived a woman who studied how to be a priest of the Athena. Und dann habe ich sie gefragt, ob das so war, dass dort auch Nonnen gelebt haben, die eben geübt haben, damit sie dort the nuns were practicing To be become priest, Ja, ja, priest genau. of the Athena. Damit sie dann Priesterinnen werden von Athene. And I said that I read that the final examination was they would put in the wrist the grain like this. They had to have a grain in the wrist. Und ich habe gesagt, ich habe ihm gelesen, dass quasi die letzte Prüfung war, dass Korn, sie mussten Korn like in den that. Händen halten. So. They tied the rope around the waist, Und, and that in Acropolis there was like a opening, and there was a tunnel, like a well into the underground cave. Und sie wurden dann angegurtet und in der Akropolis gab es ein Loch, da gab es ein Tunnelsystem, das ging hinunter. And then that in that cave there were snakes. Und in dieser Höhle unten, da waren Schlangen. And the final exam was that they, on the rope, the woman would hold the grain and they would put her down to the ground on the rope until she was sitting between snakes. Und die letzte Prüfung war eben, dass die haben eben diese Körner gehalten und wurden dann an diesem Gurt hinuntergelassen, bis sie ganz unten in dieser Höhle waren, am Boden, zwischen all den Schlangen. And then they covered the top for 9 days. Und dann haben sie das für 9 Tage zugemacht. I think with Master Shah we have a simpler examinations. Ich glaube, bei Master Shah haben wir leichtere Prüfungen. So the woman was there, no water, no food, nothing, in total dark, and snakes around, and doing this, just holding like that. Und diese Frauen waren da unten, kein Essen, kein Wasser, kein Licht und haben für 9 Tage und zwischen all den Schlangen diese Körner gehalten. And the sign of she could pass temple as the completely achieved. They pull out whatever was left. Und sie haben dann nach 9 Tagen rausgezogen, was noch zum Hochziehen war. And successful passing of exam was that person was alive. That was first. Also wenn man die Prüfung bestanden hat, das war, wenn man eben noch am Leben war, das war Teil 1. No water, no food, 9 days, total dark.
Kein Wasser, kein Essen für 9 Tage in der totalen Finsternis. That's already for most of us too much. Yeah, without water, people die 5 days. Für die meisten von uns ist das schon zu viel, weil mehr als 5 Tage ohne Wasser, das schaffen die meisten nicht. But the person had to have a very pure heart Aber diese Damen mussten ein sehr reines Herz haben and shine the love so much that snakes would not hurt her. und so viel Liebe dort verbreiten, dass die Schlangen ihr nichts antun. And finally, had so much chi that when she came up, the sprouts were already grown. Und auch It was up. musste sie so viel Qi haben, dass diese Körner eben zu wachsen begonnen haben und bereits kleine Pflanzen da waren. And I was thinking, well, this is probably a fairy tale. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht nur so ein Märchen. So I told that to the woman. I said, is it true? Und das habe ich ihr erzählt, habe gesagt, ist das wahr? And she took us and showed us where was the opening to the ground. Und dann hat sie uns genau dorthin gebracht, wo diese Öffnung im Boden war. It is there. Dort war das. So I think that they did really do it. You went down? No. They didn't have a rope. Sie hatten kein Seil, um was wieder Next time. You and me will go. Huh? Who will go first? I follow. Okay. So we had that in our continent. Das heißt, wir hatten das auch auf unserem Kontinent. Those women had to have incredible energy. Also diese Frauen mussten wirklich unglaubliche Energie haben. They had to be incredibly pure in the heart. The snakes would not hurt them. Ein unglaublich reines Herz auch haben, dass die Schlangen ihnen nichts angetan haben. You know, in the Bible we have written Methuselah lived 3,000 years. In der Bibel steht ja auch, Methusalem hat 3000 Jahre lang gelebt. But all this knowledge is gone. Aber all dieses Wissen ist quasi verschwunden. We had such a pure people in our tradition in Europe. Wir hatten so reine Menschen auch in unseren Traditionen hier in Europa. Like Saint Francis of Assisi. Have you heard of Saint Francis? Ja, so den heiligen Franziskus, den kennen wir alle. Saint Francis of Assisi was very pure saint. Der heilige Franziskus von Assisi war ein sehr reiner Heiliger. He was famous healer. Er war auch ein ganz berühmter Heiler. One story, there was a village, and in that village the girl was dying. She was in labor for 3 days, but could not push the baby out. Und da gibt es eine Geschichte, er war in einem Dorf und da war eine Frau, die lag im Sterben. Also sie war, lag sozusagen in den Wehen, aber schon seit 3 Tagen und das Baby kam nicht raus. And she was already so weak, could hardly breathe. So everybody was very afraid. Baby dies and mother dies. Und sie konnte kaum noch atmen, jeder hatte wirklich Angst, dass die Mutter stirbt, das Baby stirbt. And so the father heard that the Saint Francis is coming to small town, which was close to village. Und der Vater hat gehört, dass der heilige Franziskus dort in die Nähe hinkommt. So he ran to city and wanted to invite the Saint Francis to save his daughter. Und ran er in diese Stadt und wollte Franziskus einladen, dass er in das Dorf kommt und seine Tochter rettet. But he came there, they told me Francisco left already, some 1 hour or before. He just changed the horse, got a fresh horse and then continued to another city. Als er in der Stadt angekommen war, haben sie ihm gesagt, der ist nicht mehr da, der hat nur quasi das Pferd gewechselt und ist mit einem neuen Pferd schon wieder weitergeritten. So the farmer asked, which horse did he have? Can you give me reins? You know, they put in the horse, these, and then you have this leather thing, and you guide the horse. Und der Mann hat ihm gesagt, mit welchem Pferd ist er gekommen? Kann ich das Zaumzeug haben, die Zügel, mit denen er hergeritten ist? So they gave him the reins, the leather strap. He ran back to his daughter, put it on the belly, because he knew that Francis was holding that. Und da hat er ihm dieses Zaumzeug, die Zügel genommen, ist damit zurückgerannt zu seiner Tochter, hat sie auf den Bauch gelegt, weil er gewusst hat, er hat es in den Händen gehalten. Baby came out right away. Und das Baby kam raus. So mom was saved, baby was saved. Also die Mutter war gerettet, das Baby war gerettet. Saint Francis had such a spiritual power, Er hatte sehr hohe spirituelle Kraft, but he died 40 years old, 40 something.
Aber er starb schon im Alter von etwa 40 Jahren. He didn't know this type of secret. Yeah? Er kannte diese Geheimnisse nicht. He didn't. I know that he didn't. Er wusste es nicht, ich weiß, dass er es nicht If he knew wusste. this, he would be living 100 years at least. Hätte er das damals gewusst, hätte er sicher 100 Jahre gelebt. In our city, we had a saint who was living in the cave above the city. In unserer Stadt, da hatten wir einen Heiligen, der hat in einer Höhle gelebt, oberhalb der Stadt. 11th century, yeah? But he died young. What was the name? Saint Swarat. Also im 11. Jahrhundert war das, sorry. Yeah, 11. Yeah, his name was Saint Swarat. So he lived on the mountain, there was a cave. He lived in the cave. I used to go to that cave, you really could feel. Also ich bin selbst auch in diese Höhle gegangen und dort konnte man wirklich die Energie fühlen. I just loved to go there. As a boy, I would go to the mountain and sit in the cave. Als Junge schon habe ich es geliebt, einfach rauf den Berg und in dieser Höhle zu sitzen. Yeah, I love it. I don't know. I didn't know why then. Now I know why. Huh? Damals wusste ich noch nicht, warum ich das so gerne mag, jetzt weiß ich es natürlich. And so, at any rate, he died young also. Aber auch er ist sehr jung gestorben. So in China, these masters, Taoist masters, they realized that to reach enlightenment takes a long time. Und diese alten Meister in China, die haben erkannt, dass um Erleuchtung zu erlangen, das braucht eine lange, lange Zeit. Therefore, they wanted to prolong the life so they can live extra 20, 30, 40 years. Und darum wollten sie ihr Leben eben auch wirklich verlängern. Sie wollten eben diese extra 30, 40 Jahre Lebenszeit. There are documented real persons who lived several hundred years. Es gibt wirklich dokumentierte, echte Menschen, die mehrere hundert Jahre gelebt haben. It is possible. They developed the techniques how to prolong life. Also es ist möglich und sie haben Techniken entwickelt, wie man das Leben so weit verlängern kann. Not everybody wants to reach enlightenment. Nicht jeder strebt nach Erleuchtung. As Master Martin translated me in this room, someone said it's not possible. Master Martin hat mich übersetzt. Jemand hat ihm vorgesagt, das ist ja gar nicht möglich. That is okay. I am not going to teach enlightenment this weekend. Aber es ist in Ordnung, weil ich werde an diesem Wochenende nicht Erleuchtung unterrichten. But I am going to teach the techniques the monks used to make the life longer. Aber ich werde euch die Techniken beibringen, die diese Mönche genutzt haben, um das Leben zu verlängern. And we can learn those techniques. Und wir können diese Techniken We can lernen, learn those techniques to live healthier, happier and longer. um einfach glücklicher, gesünder und länger zu leben. And you may say, okay, I really don't know if this works, prolong the life, I don't know. Und ihr könnt vielleicht sagen, keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert, das That Leben is- verlängern. That is okay, in that case we meet again in 100 years. And I will prove it to you. Aber es ist okay, wir treffen uns hier wieder in 100 Jahren und dann werde ich es euch beweisen, If you catch up with me. wenn ihr mithalten könnt. No, really. I don't have my pictures here, but I can show you. I can show you on my pictures from the Christmas. It's totally amazing. Also ich habe jetzt keine Bilder von mir mit, aber wenn man die Weihnachtsfotos von mir anschaut, dann sieht man wirklich einen Verlauf und das ist erstaunlich. My face pretty much the same. I just gained the weight, so it's bigger. Yeah. Mein Gesicht bleibt wirklich das gleiche, ich habe nur zugenommen, so es wird größer. But my son, dong, every year, hello. Mein Sohn ist jedes Jahr größer, jetzt kann ich So you can see I am aging just because of my son. The face pretty much. Also man sieht, dass ich älter werde an meinem Sohn, der immer größer wird. It can be actually a problem, you know. Und das kann auch zum Problem werden. I went to Colorado and want to go to airplane and give them my passport. Ich wollte nach Colorado fliegen und am Flughafen habe ich ihnen meinen Reisepass gezeigt. And the lady said, no, you cannot go inside. Und die Dame hat gesagt, nein, Sie können hier nicht einsteigen. This is passport of your younger brother. Das ist der Reisepass von deinem kleinen Bruder. I felt good. Das hat sich ganz schön angefühlt. Oh, if I don't have this. Wenn ich den jetzt hätte, dann...
But food is so good, you know. Anywhere you go, Strudel, Aber Essen ist halt so gut und Strudel und so weiter. Sachertorte, Schnitzel, huh? And then you just keep growing. Huh? So, anyway. Every country has some such a beautiful things. You know, I was in Netherlands. Oh, in London. London, I lived in London, so I like the fish and chips. Also jedes Land hat so seine eigenen Spezialitäten. Ich habe in London gelebt. Fish and Chips gibt's. I was in London Center at the beginning of the July. I had fish and chips every day. Anfang Juli war ich im London Center und da habe ich jeden Abend, jeden Tag Fish and Chips gegessen. Yeah, well, what can you do? Das But I enjoy my life. So whatever. So the exercises are really working. I can feel it. Aber die Übungen, die wirken wirklich und das kann ich wirklich fühlen. You felt the heat. Somebody felt so warm, rather run away, huh? Was too warm. Und ihr könnt alle die Hitze spüren. Jemand war so heiß, dass er davon gelaufen ist. So now we are going to balance our energy a little bit. Und wir werden unsere Energie aber jetzt auch noch harmonisieren. So everything in the universe has a yin and yang. Alles im Universum hat Yin und Yang. Everything has a yin and yang. So we had the day, it was yang, there was light. Wir hatten heute Tag, es war Yang, es war Licht. What time do we finish? Maybe like, but 9. Somewhere before around 9. Okay. So everything has a yin and yang. So the day has a yin and yang. Also auch der Tag hat Yin und Yang. There is a night when there is dark. There is a day when there is light. Also es ist Nacht, es ist dunkel, es ist Yin und am Tag ist Licht, Yang. There is summer, there is winter. So in summer it's hot, in the winter it's cold. Es gibt Sommer, es gibt Winter, im Sommer ist heiß, im Winter kalt. Also in the space we have yin and yang. Auch im Space, im Space. Universe. No, space, not just space. Also im Raum, einfach in den Räumen gibt es auch Yin und Yang. Left is yin, right is yang. Links ist Yin, rechts ist Yang. Top is yang, bottom is yin. Oben ist Yang, Boden ist Yin. So calligraphy, we write from the left towards the right. In Kalligrafie schreiben wir von links nach rechts. We go from left to right. Then we go up and we go down. Und dann gehen wir rauf und wir gehen runter. So left, right, up, down. Links, Yin, yang, yin, yang. also links, rechts, rauf, runter, Yin, Yang, Yin, Yang. Then we go again from left to right. And then from right, down. And up and down. Up and down. Left, right. Left, right, up and down. Und wieder eben links, rechts, rauf und runter. This way we are balancing our body. Und auf diese Art und Weise können wir unseren Körper ausgleichen. Because we are moving energy in our body. Left and right, up and down. Denn so bewegen wir die Energie in unserem Körper links, rechts, rauf und runter. When we follow the lines of this calligraphy, we are tuning to the source. Wenn wir dem Strich dieser Kalligrafie folgen, dann tunen wir uns sozusagen ein auf die Kraft der Quelle. And this way we are absorbing the pure energy into our body and spreading it through the body. Und auf diese Art und Weise absorbieren wir dieses reine Licht der Quelle und verteilen es in unserem Körper. So there are several ways how to do it, but now we will do it standing. See, I will just show you. With the hands, we follow the line, we go down this way. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir werden es jetzt im Stehen machen. Ich zeige euch das. Wir machen das so mit den Händen. This way. Okay? We follow the line. Das ist der Verlauf. Exactly the way how I was writing it. Genau wie ich es eben geschrieben habe. Yeah? So everybody stand up. Also stehen wir alle auf. Martin, come, lead. So
So we use the 5? No, both hands. Both hands. Okay. When you stand, use both hands. When you sit, you use 5 hands. Can you Also translate? im Stehen machen wir das mit beiden Händen und im Sitzen machen wir es mit einer Hand, mit 5 Fingern. Also das, was wir tun, wir stellen uns auch einen Ball vor, den wir da jetzt durchführen. Also wir versuchen, einen Ball vor uns zu halten und mit diesem Ball meditativ führen wir durch die Kalligrafie. Also wir stellen uns jetzt vor, als würden wir einen Ball in unseren Händen halten und mit diesem... Sorry. Vollkommen auch. Danke, liebe Bauer, für die wundervolle Übersetzung. Auf Schiene. Also wir folgen mit dieser Kugel, die wir uns vorstellen, von oben nach unten, dann wieder rauf, dann wieder runter, dann wieder rauf, wieder runter, wieder rauf, wieder runter, wieder daher zur Mitte und wieder runter. Mit dieser Kugel verfolgen wir die Kalligrafie Guan. Und wir chanten auch dazu. Nämlich einfach das Mantra, das wir jetzt wählen können, Guan, nämlich Licht. Und wir beginnen mal gemeinsam mit Guan, 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 versucht, in die Knie zu gehen. Spüren versuchen, ob ihr das Qi spüren könnt in den Händen, wie es vielleicht kribbelt, wie es von der Kalligrafie über die Handflächen in unseren Körper kommt. Kannst du spüren? Falls es einmal noch fertig, verbindet euch dann mit den Händen Richtung Kalligrafie. Und schließt dann die Augen und bringt die Hände auf den Unterbauch.
kurz, was jetzt in eurem Körper vor sich geht. Wir enden die Übung mit Hau, Hau, Hau. Danke. Hau, Hau, danke. Ask how they are. Wie geht's euch? Super. Licht durchblutet. Feine Energie. Yes, please. Come. Wir haben Facebook. Hi, ich bin die Katharina aus Graz und mache das schon lange, schon seit 9 Jahren. Und ich empfange auch spirituelle Bilder und ich möchte da jetzt was teilen. Can you translate? Yeah, so this is Katharina from Graz. She's doing this for several years, for 9 years now, and she also receives spiritual images and she wants to share Okay. Good. Okay? Yes. Okay. Okay. So maybe we say goodbye to our friends on Facebook. Our friends on the Facebook, we shared with you the class from our heart. If you wish to know more, you are welcome to come tomorrow. I am still here for Saturday, Sunday in Graz. Martin posted on the Facebook already the address. You are welcome to come. If you cannot come for the whole weekend, you come for 1 day. It's possible also. And we also have webcasts, also ihr könnt auch im Webcast zuschauen. Sind, Ja. ein Can ganz you translate what I said? Yeah. Can you translate? Okay, you translate. Also, wir werden hier auf Facebook jetzt abschließen und ich bin aber noch das ganze Wochenende hier jetzt in Graz und ihr habt die Möglichkeit einerseits live teilzunehmen am Workshop, aber auch über Webcast und Martin wird noch die Details dazu auch auf Webcast posten. Da könnt ihr euch noch anmelden. Okay, beautiful. Bye bye, I love you. Bye bye, love you.